Ja, hallo zusammen Hallo? zu unserem neuesten Video. Ja, dies soll jetzt kein Werbevideo sein für einen Campingplatz in Holland, aber von uns aus würde ich sagen, eine klare Empfehlung. Ja, die Holländer haben es drauf, was die Camper brauchen mit kleinen Kindern und Familien mit Kindern. Ja, Holland mal hinten angestellt. Man braucht im Internet nur zu googeln, kinderfreundlicher Campingplatz. Dann kommt man überwiegend auf holländische Plätze. Und der Platz Berzebolten ist immer dabei, beziehungsweise Vorne ziemlich dabei. vorne an. Ja, Ja. er ist also in den letzten Jahren immer prämiert worden als einer der besten Campingplätze, auch einer der kinderfreundlichsten Campingplätze. Ja, und wir waren schon mal da. Ja, das war auch sehr schön. Genau, und jetzt haben wir es nochmal mit unseren 3 kleinsten Enkeln versucht. Ja, beziehungsweise 3 Mädels. wir haben es getan, genau. Ja, ich würde es auch jedem empfehlen. Man muss es machen, solange man sich körperlich und geistig dafür fit fühlt, mit den Kindern was zu unternehmen und schöne Erinnerungen zu schaffen. Genau. Ja, der Campingplatz ist auf jeden Fall was für Kleinstkinder und Kinder bis, ja, was soll ich sagen, 12 Jahren, 10, 12 Jahren. Ja, kommt immer drauf Optimal. an. Wir Ganz haben genau. ja jetzt auch noch nicht ausprobiert, was ist denn los für Ältere, weil wir haben ja bisher nur kleine Enkel Ja, gehabt. also Highlight auf dem Campingplatz sind natürlich die Spielplätze, die jetzt bei schlechtem Wetter eher nicht gut zu bespielen waren. Aber Draußen, dieser aber- Indoor-Spielplatz ist toll. Der ist top. Und Ja, natürlich das Schwimmbad. ja Das ist auch also sehr schön ganz gestaltet. klasse. Genau. Also da kann man sich wirklich entspannen. Und wie gesagt, wir waren jetzt im Winter, kann man sagen. Tristes Wetter, es war aber trocken, das war ganz schön. Und natürlich waren die Außenanlage vom Schwimmbad geschlossen. Klar. Aber unsere kleinen Mädels, die hatten so einen Spaß. Also Ja, wirklich. zumal das Schwimmbad, wie ihr im Video sehen werdet, ja nur für uns alleine war sozusagen. Also, das war zum schon größten Teil, schon ja. außergewöhnlich. Ja. Aber die Zeit, ne, November, wie viele reisen dann noch? Die Kinder, die schulpflichtig sind, da fällt es eh flach. Aber wir haben die Zeit genutzt und haben gesagt, jetzt aber flott. Genau, ja, das haben wir getan. Ja, sonst noch über den Campingplatz. Ja, im Winter ist das Angebot natürlich nicht so groß. Auch die Toilettengebäude sind nicht alle auf. Warum auch, wenn so wenig Leute da sind? Genau. Es werden wahrscheinlich Plätze alle in Richtung Indoor-Spielplatz und Schwimmbad vergeben, damit man kurze Wege hat. Das ist ja auch ganz schön. Ganz genau, ja. Es gibt natürlich immer auch was zu essen. Man hat da eine Brasserie, wo man also auch ein bisschen feiner essen kann. Die war allerdings geschlossen jetzt Ja, während der Woche. Wir haben also von Montags bis Donnerstags da den Platz gebucht. Zum Wochenende ist es, glaube ich, dann geöffnet. Ja, sieht das vielleicht Aber anders aus. dieser Bereich für die Kinder, wo man dann eben auch schnell mal was bekommen kann, also Pommes frites oder sonstige Sachen. Ja, ist das Übliche, natürlich was die immer Kinder erreichbar. alle Ganz international gerne mögen. Ja. Und das ist auch direkt in dem gleichen Gebäude, wo der Indoor-Spielplatz ist. Und so, dass man dann auch kurze Wege hat. Und im Indoor-Spielplatz fand ich das auch ganz schön, gab es auch Sofas und Sitzgelegenheiten für die Eltern, die jetzt nicht unbedingt da in diese Situation kommen wollten, wo die Kinder eben schon alleine unterwegs sein können. Und das ist auch wirklich gefahrlos möglich. Die jüngste von uns, die wird jetzt die Tage 3 und die hat das auch ganz gut geschafft. Ja, und in diesem Spielhaus ist auch ein Bereich für größere Kinder, fällt mir ein. Ich glaube, ab 1,20 Meter Größe oder ab 12 Jahren vielleicht sogar erst. Der war jetzt auch zu, aber da sind dann Kletterpartien, die dann auch etwas höher hinausgehen. Also eben jetzt für die Kleinen dann nicht geeignet oder auch zugelassen sind. Ja. Ja, den habe ich aber selbst nicht gesehen. Man kann den von außen so ein bisschen erkennen. Also der geht schon ziemlich hoch dann unters Dach. Ja. Ja. Ja, ansonsten hatten wir viel Spaß. Ja, also ich hatte mir vorher Sorgen gemacht, weil nicht alle Kinder haben schon oft bei uns übernachtet und ich die Situation in den Nächten so ein bisschen gefürchtet habe. Aber durch den Indoor-Spielplatz und das Schwimmbad, die waren so K.O., die schliefen sofort ein. Es ist auch wirklich so, dass die Kinder so angeregt waren von diesen Möglichkeiten, die sie da haben,
dass auch kein Heimweh aufgekommen ist, nichts. Die waren immer gut gelaunt. Und wie gesagt, abends lief das Programm Essen, Zähne putzen, Bett, haben sofort geschlafen. Ja. Also wirklich und auch lange. Nix von wegen 6 Uhr, wo so Eltern sonst immer drüber klagen. 9, halb 10, ich konnte es gar nicht fassen. Ja, würde uns mal interessieren, ob ihr eventuell gleiche Erfahrungen gemacht habt oder Auch schon mal da oder wart. noch mal machen wollt, mit den kleinen Enkeln unterwegs zu sein oder überhaupt mit den Enkeln. Ist ja schon eine Herausforderung. Ja, dann in anstrengend unserem ist Alter. das, ist ganz klar. Genau, da ist auch nicht jeder für geschaffen, beziehungsweise vielleicht auch nicht jedes Wohnmobil. Ja, auch nicht alle Kinder, ne? Also manche Nee. haben doch noch nicht die Kraft, ohne Eltern irgendwo hinzugehen. Und Ja, erzählt einfach mal, genau. was eure Erfahrungen sind. ja. Ja, ich habe dann noch versucht, so mit der Drohne da ein paar Aufnahmen von oben zu erhaschen. Allerdings war so diesig, ihr werdet es selbst sehen, man sieht fast nichts, aber Ding ist trotzdem Also geflogen. hinfahren, ne? Ja, wenn man denn möchte. Ne? Ja. Die haben eine tolle Internetseite, da kann man sich auch informieren. Und wenn ihr meint, das ist was für euch, also von uns auf jeden Fall eine Empfehlung. Ganz genau. Ja. Und die Mädels würden auch sagen, denn sie haben dann zu Hause berichtet, der Urlaub war fantastisch. Also ein höheres Lob Ja. können wir nicht erwarten. Nee, die würden gerne nochmal, ja. Ja, genau. Es gibt schon Anmeldungen für die nächste Reise. Ja, okay, dann sagen wir jetzt erstmal an dieser Stelle, das war's für dieses Mal. Ja, und wir wünschen euch eine gute Zeit. Bleibt Ja. gesund. Schöne Weihnachtszeit und Genau. einen guten Rutsch, falls wir uns vorher nicht mehr sehen. Guckt immer mal wieder rein bei uns. Es gibt immer wieder was Neues. Ja, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert haben solltet, dann wäre jetzt vielleicht nochmal die richtige Gelegenheit, weil wir ja auch nicht so viel posten. Ja, das vielleicht dann stimmt. auch nochmal die Glocke. So einen Daumen hoch, wenn es einem gefallen hat. Oder 2 Daumen hoch, wenn es einem nicht gefallen hat. Ja, warum nicht? Ja, da würden wir uns sehr freuen, beziehungsweise natürlich auch über jeden Kommentar. Ja, also nur ran. Ciao. Okay, ciao, ciao. Wir versuchen es doch glatt nochmal. Mit unseren 3 Enkelkindern sind wir hier auf einen Campingplatz nach Holland gefahren. Beersebölten, in der Nähe von Zwolle irgendwo, prämierter Campingplatz, gerade angekommen. Und jetzt schauen wir uns gleich den Platz mal an, beziehungsweise gehen erstmal was essen. Habt ihr Hunger? Ja! Okay, wir haben Hunger, müssen wir erstmal was essen gehen. Für den Hinweg haben wir uns die Autobahnstrecke ausgewählt, Autobahngrenzübergang Elten auf der A3. Und den Rückweg sind wir dann Landstraße gefahren, das ist mit dem Wohnmobil auch sehr entspannt. So, wir haben jetzt hier einen Platz mit eigenem Toilettenhäuschen gebucht und das gucke ich mir gerade mal eben erst an. Eben schauen, wie es aussieht. Oh, das sieht ja schon mal gut aus. Eigene Spülküche, eigene Toilette und natürlich auch eine eigene Dusche. Super. Ja, haben wir eigentlich so noch nie gebucht. Sieht gut aus. Zuerst kommt einmal das holländische Nationalgericht auf den Tisch. Pommes, Nuggets und Frikandel. Und auf den Riesenspielplatz geht's hier auch mit Gesichtserkennung. Da, schon erkannt. Kannst durchgehen. Oh, jetzt die Kleine. Bisschen näher ran. Aber ich glaube, dich muss ich noch mal ein bisschen hochheben. Ja, nachdem die Gesichtserkennung auch bei mir funktioniert hat, gehe ich jetzt mal in die Höhle des Löwen hier. Oh, unsere Enkel, die wollen hier direkt mit dem Raumschiff wegdüsen. Muss sie doch mal zurückholen. Hey, ihr könnt doch nicht hier mit dem Raumschiff wegfliegen. Doch, du darfst nicht rein. Oh nein. In 2, flieg los. Soll ich jetzt ganz schnell machen? Ja. Ja, gefühlt sind wir zurzeit die einzigen Gäste auf dem Campingplatz. Wobei hier doch noch der ein oder andere Wagen steht und ein paar andere Kinder haben wir gestern auch noch gesehen. Aber man hat eigentlich alles alleine. Ja, das ist natürlich jetzt eine Saisonzeit
wo wirklich nichts los ist. Ja, hier draußen haben wir jetzt den riesen Wasserpark, der natürlich jetzt um diese Zeit auch nicht mehr genutzt wird. Und da hinten ist das Schwimmbad drin. Da gehen wir aber nachher noch rein. Und ja, da ist eigentlich für alle Altersgruppen doch was zu sehen hier. Ja, wenn man wirklich alleine so ein Schwimmbad für sich hat. Ich glaube, besser könnte die Kinder gar nicht haben. Wieder da rein. Fertig, los! Ja, und dann habe ich wirklich noch die Drohne hochgelassen, wobei das hätte ich mir vielleicht doch besser sparen können. Aber es gibt hier so fantastische Outdoor-Spielplätze, die muss man einfach gesehen haben. Ich weiß nicht, ob es rüberkommt, aber hier haben die Kinder im Sommer wirklich wahnsinnige Möglichkeiten und wenn man das beobachten kann, die haben richtig, richtig Spaß. Hier haben wir die große Kaninchenhöhle, so wird das, glaube ich, genannt, in Holländisch hier dieser Indoor-Spielbereich. Und hier geht es dann rüber zum Schwimmbad. Und ganz zum Schluss habe ich im Nebel sogar noch unseren Stellplatz entdeckt. Also das war's dann mal wieder. Bis demnächst.